Hi guys. Look, this is a background. I just dried my tea bags on there, and I saw this. This impressions in there. These faces. That's what I cut out and will use for my ATCs. And yeah, that's what you will see. I will take part again. I do that since years. Take part in the June challenge, doing the whole June ATCs every day, and that's called ATC a day, ATC AD, 2022. And these are the first 9 days I've covered. And what I do, most of you watching my videos know that with ATCs, I do this series of three, and they all belong to each other. It's always a similarity, or as like a series actually. They have one theme, and that's what I like. And in this case, the first three were these tea bag impressions, and what I saw in them, these weird faces. That's what I first worked out here with my Pitt pen in brown to stay in that color, but a bit darker to give it more contrast. And yeah, background here with watercolors, and I go in and work on with it with some whites, and later I will put some shading into with charcoal and blend it out and so on. So, hallo ihr Lieben, heute werdet ihr den ersten Teil meiner ATCs sehen, die ich diesen Monat mache ich ja wieder mit in dem ATC a Day, dieses ATC AD 2022, also 2022. Das heißt, ich mache jeden Tag ein ATC, eine Artist Trading Card, oder in Deutsch ein Künstler-Tauschkarte, glaube ich, ja. Ich erkläre das jedes Mal, was das ist. Letztendlich kann man das super googeln. Das sind eben so Karten, die Künstler untereinander tauschen. Das ist eine Aktion, die mal gestartet wurde von einem Schweizer, viele Jahre her, so dass Künstler das austauschen konnten untereinander, einfach auch um ihren Stil so ein bisschen zu zeigen, was mache ich, was ist so mein Ding. Und ja, wenn ihr ein tieferes Interesse habt, googelt das mal, da gibt es ganz gute Informationen. Und ja, das mache ich jedes Jahr mit. Ich mag schon ATCs sehr gerne, und halt in der Menge ist das schon herausfordernd. Aber es ist eine schöne Challenge. Und ich bin so der Typ, viele von euch, die mich regelmäßig schauen, wissen das ja, wenn ich ATCs mache, ich mache immer 3. Und die passen auch thematisch zueinander. Irgendwie hat sich das bei mir so entwickelt über die Jahre. Ich weiß nicht, irgendwie, ja. Ich bin eben so 3, so ungleiche Nummer, und ach ja, irgendwie ist das so mein Ding. Und dann eben ein Thema. Und angefangen habe ich jetzt hier mit den, so ein schweres Paar, ja, fast Pappe eigentlich. Da habe ich meine Teebeutel drauf getrocknet, und das hat diese Muster gemacht. Und ich habe dann gesehen, in 3 von denen habe ich so Gesichter gesehen. Oder eben in der Mitte ist es ja nicht nur ein Gesicht, das ist ja dann auch irgendwie so ein embryonales irgendwas, fand ich. Sieht aus wie ein Embryo von irgendwas, ja. Naja. Und arbeite das so heraus mit verschiedenen Dingen, so mit einem braunen Pittpen, um auch in der Farbe zu bleiben. So die Konturen, und dann ein bisschen mit Charcoal, also mit Kohle verblendet, auch um Tiefe zu erzeugen, und ein bisschen weiß hier und da. Und schreibe jetzt hier mit Tinte und meinen Federn die Wörter und gehe nochmal um die Konturen herum, einfach auch um das noch ein bisschen sketchy und eben so skizzenhaft zu haben. Und dann war es das schon. What I use here is my nib and my inks to go around this faces, and just to get the sketchiness into it, and some words, and it's all about normal and not normal, and being different, and yeah, that's what I think is perfect for
my little faces. And what I said in German before, this one here in the middle, that looks more to me, it's not only a face, it's to me it looked like an embryo from something weird. So yeah, but the others are complete faces to me. So every single one gets a red dot, and that's to me marked. You are marked as normal, non-normal, abnormal, as a freak, as whatever. So yeah, you can do with it whatever you want, but that's my first 83s, and here is the close-up. And 2 other days, or no, not 2 other days, 2 other sets are still to come, so stay tuned. So ihr Lieben, das ist jetzt schon das Close-Up von meinem ersten Satz. Ihr habt gesehen, ich habe jetzt diese roten Punkte noch da reingemacht. Das ist für mich so dieses, du bist markiert als unnormal, als abnormal, als nicht normal, als völlig, ja, als Freak oder was auch immer. So, und jetzt geht es zum nächsten. Und hier hatte ich dieses als Vorlage. Das habe ich schon ganz, ganz lange. Das habe ich mal auf dem A4 so ganz viele Farben gehabt und habe mir schon die schönsten Sachen eben ausgeschnitten. Und das wollte ich reproduzieren. Hat natürlich nicht geklappt, weil ich konnte mich nicht mehr erinnern, was für Farben ich überhaupt genommen habe. War das Wasser, also Aquarell oder Tinte oder was auch immer? Nehme hier meine Acrylic-Tinten. Und ist auch ein ganz anderes Papier, und das sah dann auch anders aus, und ich habe mich dann auch verleiten lassen, noch andere Farben zu benutzen, und habe dann gesagt, nee, komm, jetzt mache ich auch noch ein drittes, das ist doch ganz weit von dem, was ich da als Vorlage hatte. You know, I had this, you saw that at the beginning, this colorful little ATC. I have that since ages. I made a A4 page with this colorful blobs, and yeah, and cut the best parts out, and that was one leftover thing. But I couldn't really remember. I wanted to recreate it, but I couldn't really remember what type of paint did I use. Was it watercolor, or was it ink or acrylics or whatever? I couldn't remember, but I couldn't really recreate it, and I got carried away on the way, you know, with the colors and everything, and the paper was different anyway. So I've done a third one. I won't show you because it's the same sort of process, but you know, when I started that, I really liked to use this fluorescence and neon colors, and so yeah, that's what I do here. And I really like this bold and this shiny colors, you know. So, and to me, in this set, it's all about contrasts, you know. What I do here after it dried, I put some splatters on it in white and in black using acrylic ink format. Ich habe jetzt hier, wie ihr gesehen habt, den dritten gemacht, hatte ich ja schon gesagt. Und nachdem jetzt alles trocken war, habe ich noch weiße und schwarze Sprenkel mit reingemacht. Und bei diesen Farben, diesen leuchtenden Farben, ist für mich natürlich alles, das ist alles Kontrast. Das ist für mich das Thema Kontrast. Weil bei solchen Farben, solchen leuchtenden Farben, ist für mich immer schwarz dann ja, die Wahl zum Dekorieren, finde ich also. Deswegen habe ich hier so ein paar Sachen ausgestanzt. Ich habe mir so eine Auswahl ausgestanzt, einfach weil ich ja, mich nicht unbedingt festlegen wollte. Aber ich habe so verschiedene Sachen gemacht und werde dann noch ein bisschen stempeln und dann meine Dekoration da drauf kleben. You know, to me, as I said, it's all about contrast, and with these colors, it's black to me. So I cut out some stuff, just a variety to have a choice, and then start here with stamping using different stamps, script stamps and whatever I had laying around. And on the very right, I will use the Harlequin pattern and a type of text. But yeah, very, very low key, very pale in the background. I didn't want to have
the stamping too overpowering. I wanted to have this cutouts, the die cuts, as my focal points and as the biggest contrast in there. Ich habe dann auch mit dem Stempeln habe ich mich hier ein bisschen zurückgehalten. Ich wollte es nicht ganz so dunkel haben. Ich habe das einfach relativ blass gestempelt, weil doch hier meine ausgeschnittenen Stanzformen, die sollten so der Fokus sein und im Vordergrund stehen. Ich mache jetzt hier noch die Ränder schwarz, damit das Weiße nicht durchguckt. Das macht immer eine bessere Tiefe, finde ich, und macht auch so einen Abschluss als Rand. You know, going around the edges here with the black just to have a finish and it's more depth. And now to the words, I'm using here my old-fashioned label maker, whatever you call it, and we'll cut that very small, cut up very small later before I put it on. And yeah, one is colorful, the other one is, can't remember. You will see the close-up anyway. And as I said, I cut it very, very much up, very small, because I always think it's far too big for this little ATCs when I leave it in that size. Ich habe jetzt hier mit dem alten Labelmacher ein paar Worte ausgestanzt und habe das noch richtig klein geschnitten, weil die sind mir immer zu groß, gerade für ATCs. Wenn du da so riesen Label drauf hast, das passt ja überhaupt nicht. Und habe dann jetzt hier noch ein paar sketchy Linien drum gemacht, um das Ganze noch so ein bisschen aufzulockern. You know, some loose sketchy lines around the words and in white as well. And then the close-up is coming, and I will show you the close-up after the sets directly, and at the very end of the video you will see the photos. So, hier ist jetzt das Close-up von dem zweiten Set. Ihr habt schon gesagt, die Sets, die Close-ups, die zeige ich direkt nach dem Making-of, und am Ende gibt es dann nur noch die Fotos von all den Karten. So, jetzt kommt der letzte Satz. Und das ist da geht es um Textur. Da benutze ich dieses sehr raue diese sehr raue Modellierpaste und verteile das hier relativ dünn auf meinen Hintergrund. Das ist noch von diesen heftigen, sehr, sehr schweren Papier, glaube ich Aquarellpapier, aber ganz schwer, 600er, glaube ich. Da hatte ich ja die Teebeutel drauf, so das benutze ich jetzt als ATCs. Und lasse das dann trocknen, und dann geht es erstmal an meine Dekoration für diese ATCs, und da benutze ich halt diese Schmetterlinge und schneide sie. Die passen jetzt nicht unbedingt als Ganzer drauf, deswegen schneide ich auch so partiell aus, noch so von restlichem Aquarellpapier, das ich so habe, und werde das dann noch dekorieren. You know, I have this 3 ATCs, very heavy. I think it's a 600 paper where I have my tea bags drying on, and I use this up for the ATCs and put some very rough modeling paste on top. It's all about texture here. So let that dry, and now I cut up some leftover watercolor papers with this die cuts here. They're not fitting completely on my ATCs, so I didn't mind having this halves or thirds of it, and had this leftover tissue paper. That's why normally I would glue the tissue paper on some heavy paper and then let it dry and then cut something out, but I didn't have enough to cover a whole page. That's why I do it in this way. It's a bit more complicated, but it takes more time and work. You have to cut it out, but it doesn't matter. So, normalerweise, wenn ich sowas mache mit diesem Seidenpapier, das klebe ich dann auf schweres Aquarellpapier und stanze dann was aus. Aber ich hatte jetzt nicht mehr so genug, das hätte jetzt so eine große also eine große Seite nicht mehr bedeckt. Deswegen habe ich das auf diese Weise gemacht.
und ist ein bisschen umständlicher, dauert ein bisschen länger, man muss es halt alles fein ausschneiden, aber funktioniert auch so. So, nach dem Ausschneiden mache ich jetzt hier erstmal die Kanten in Braun und werde dann noch mal drüber gehen mit dem Braun und verschmiere, dass das eben so ein bisschen, ja, vintagey drüber kommt. Mache ich auch noch. So, after I cut it out, I use here my brown Pitt pen just for the, not just for the edges. I will then go a bit farther into and smear it up with my fingers here, blend it out with my fingers just to get a bit more of this vintage look. And you could definitely use ink for that, but I really like these Pitt pens. They are perfect to use. They are open for a little while, but then they are waterproof. So just in case you want to put something else on top, you can be sure that it's waterproof and won't smear or run or whatever. And what I do next is, after everything is, they are dry now, I go over with the gesso. But I won't wait for it to dry. That's the clue. I put on not a thick layer, but not a very thin one. Don't wait, and then go in with my ink and using here that sienna, burnt sienna, splatter it in and then go over with a water spray bottle to let it spread out a bit and tilt it and turn it and let it run. And so that in the wet gesso, and then with the texture in the background, it's so beautiful. It looks different when you let gesso dry, so you can try that yourself and find out the difference. But you have more this, what should I call that, when you put that into the wet gesso, it looks more cloudy, more whatever, it looks different. I've splattered a bit on my butterflies, but then go on here with the edges. I just wet the edges and then using a darker ink and let it run, and I will spray a tiny bit of water on top, and I will do it in a different way on all three of them so that I get a different pattern. Here it's more in the middle, and the other ones you will see. But it's always starting on I start always with the edges, water the edges with my brush here, and then put the ink on. Ich habe dann hier zuerst, habt ihr gesehen, auf das Gesso, das ich draufgegeben habe, das habe ich nicht trocknen lassen, in das nasse Gesso die Tinte, die braune Sienna gebrannt, Tinte drauf getropft und dann mit Wasser verblendet, sodass es sich ausbreitet und dann eben so gedreht, und das habt ihr ja gesehen. Und nachdem das dann trocken war, habe ich die Kanten hier bearbeitet, einfach nur mit Wasser, Pinsel und Wasser, und dann noch mal ein kleines bisschen mit der Sprühflasche, einfach um auch auf jedem der 3 ATCs ein kleines verschiedenes Muster zu bekommen mit der braunen Tinte. Ich wollte die nicht alle gleich haben. Also hier gebe ich die Tinte auf, nachdem ich das gewässert habe, und gehe dann noch mal mit ein bisschen meiner Wasserflasche rein. Und hier habe ich eben so 2 große Flecken oben und unten, und ihr seht ja die Unterschiede. So wollte ich jetzt mal so ungefähr meine Schmetterlinge da drauf haben, wollte natürlich nicht so viel vom Hintergrund weg, aber das deckt sich natürlich auch sehr jetzt mit dem Hintergrund. Da habe ich mir gedacht, packe ich jetzt noch eine schöne Farbe rein. In dem Fall nehme ich Grün. Ich nehme ja sonst mit dem Braun ganz gerne so ein Türkis oder Blau, aber das mache ich immer. Deswegen habe ich gedacht, ich mache jetzt mal was Frisches und habe dann mal geguckt, was sieht besser aus, das sehr frische Grün oder eben mehr ein Olivgrün. Hier versuche ich das Olivgrün, aber das gefällt mir einfach. Das ist mir zu dunkel und zu langweilig. I wanted to have a different background because the butterflies, they were really matching the background too much, so that they didn't stand out enough for me. So a bit of a fresh color, and I tried the olive green, but that was just too boring and too dull. And so I'm using here the fresh apple green
for the background, and that makes the butterflies stand out much, much more. And that was what I wanted. And I glue them just here with the bodies on, that they still move, and they're not static on that paper. Ich habe jetzt hier die Schmetterlinge nur mit ihren Körpern draufgeklebt, damit die noch so ein bisschen beweglich bleiben. Ich wollte die jetzt nicht so ganz langweilig da drauf packen. Ich schreibe hier das Wort mit meiner Schreibmaschine, und zwar wird das Metamorphose sein, und das werde ich in 3 Teile teilen. Meta, Mor und Phose, und dann habe ich wieder so diese Verbindung zu meinem Set, zu dem Dreier-Set. Ich schneide das zurecht und werde dann das jeweils auf die Karten kleben. You know, I use the word metamorphosis. It's in German, but it looks almost the same. And I cut it in 3 parts. All the syllables, is it meta, more for, yeah, the syllables, cut them up and put them on each card, and that will be the next connection to it. Of course, that I have the series of 3 to make it clear that belongs together. So, and I glue it on, and I think, of course I have to cut up the butterflies that they fit on the ATC. ATC has a size 2.5, 3.5, and that shouldn't, or that mustn't be changed. Ich habe jetzt noch die Schmetterlinge, muss ich noch zurechtschneiden. Ja, ATC ist 2,5 Inch mal 3,5 Inch, und das darf auch das nicht überschreiten. Darum schneide ich das jetzt ab. Würde jetzt auch sonst nicht in meine Mappe passen. Und muss dann jetzt natürlich noch die Kanten noch schnell nachdunkeln, damit das nicht so weiß daher guckt. Und dann war es das schon. Dann gibt es schon die Close-ups und dann die Fotos. Jetzt mache ich noch so ein bisschen sketchy hier, Linien drumherum, aber das war das letzte. So, und jetzt and some sketchy lines here and there, and you could see that I had the cut up edges, put some dark colors again on, but that's it. Now that's the close-up, guys, and the photos will follow. And I say thanks so very much for watching, guys. I hope you like it, and if so, please leave me a thumbs up, and I would love you to leave a comment. I really would appreciate that. And I hope I will see you very soon with my next project. Until then, I wish you a fantastic time, and stay careful, stay all healthy. That's the most important thing. And the other important thing is, don't forget to be creative always. Yeah. Okay, bye bye, guys. So, ihr Lieben, das war's. Ich danke euch ganz, ganz herzlich fürs Schauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, dann lasst mir doch einen Daumen hoch da, und über einen Kommentar würde ich mich riesig freuen. Und ich hoffe, ich sehe euch ganz, ganz bald wieder mit meinem nächsten Projekt. Bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit. Lasst es euch gut gehen. Passt weiter gut auf euch auf. Vor allen Dingen bleibt alle gesund, aber das Allerwichtigste ist immer noch: vergesst niemals, immer schön kreativ bleiben. Also, lasst es euch gut gehen, Guys. Bis dann, macht's gut. Tschüssi.